Mein Vater war der erste Mensch, der mir beigebracht hat, dass Rippenbrüche und selbst heilen. Weswegen war dieser Drang, etwas Besonderes zu machen, so groß bei dir damals? Ich habe natürlich dann sozusagen die Fahne gehoben für brachialen, harten Rap. Also Aufmerksamkeit war so ein treibender Motivator. Ja, hast du gut gesagt, genau. Glaubst du, das liegt daran, dass dir Aufmerksamkeit in deinem Privatleben gefehlt hat? Wenn ich etwas mache, dann auf jeden Fall aus ganz wenig, ganz viel. Und das war wie die Faust aufs Auge, Tabak. Wie kannst du dieses blinde Vertrauen aufrechthalten? So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie Podcast. Mein Name ist Tarek Yilmaz Ich bin David Ayrian. und wir sind hier mit einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Massiv. Hallo, freut mich. Ist mir eine Riesenehre, euch beide in Kombination jetzt endlich mal live zu sehen und kennenzulernen. Und ich stelle mich heute den Fragen und es wird interessant. Ich werde auf jeden Fall nicht ausweichen. Ja, schön, dass du hier bist. Was uns schon die ganze Zeit interessiert, Massiv oder Wassim? Also was ist dir lieber und wie kam das eigentlich, der Name? Eigentlich komplett auf locker. Also Leute nennen mich momentan sogar Latif auf der Straße. Also wie es gerade so gesprochen kommt. Also Massiv gefällt mir schon. Wassim konnte damals in meiner kleinen Stadt nicht jeder aussprechen. Deswegen ist man übergegangen auf Wissam. Das fiel den deutschen Freunden von mir leichter. Deswegen habe ich dann irgendwann auch den Namen Wissam so angenommen, so als Spitzname. Und dadurch resultiert dann auch der Name Massiv. Das wusste ich natürlich nicht. Den Namen hat man mir im Studio irgendwann gegeben und dann wollte ich mich tätowieren, habe in den Spiegel geguckt. Auf einmal lese ich rückwärts, Massiv, Wissam. Also bevor man sich tätowiert, lässt man es erstmal aufdrucken. Da guckt man in den Spiegel, sagt dann okay, aber dann war ich so unter Schock, habe ich gesagt, erstmal Stopp. Was für ein Zufall. Ja, verrückt. Und wie lange gibt es den Namen jetzt schon insgesamt? Wann hast du gestartet damals? 2004 habe ich zum ersten Mal, also so, was heißt professionell gerappt, das war ja richtig grottenschlecht. Aber trotzdem habe ich damit eine Demo gemacht und überall hin versendet. Da hieß ich noch Pitbull. Ein Jahr später hieß ich dann Massiv und der Rest ist Geschichte. Stolze Väter erziehen die Söhne mit ner harten Faust. Wenn ich komme, alles. Mein Schelldämpfer macht Psst. Liebe Husky an, aber Halbback. Darf ich vorstellen, Deutschland, 4 Blocks. Das heißt, es ist vor 20 Jahren hast du sozusagen den ersten Schritt so in diese Musikwelt, Musikbranche gemacht. Vor 20 Jahren habe ich gesagt, ich werde jetzt Rapper und will meine Musik mit Rap verdienen, weil 5 Ausbildungen und dann am Schluss in meinem Traumberuf Gabelstapler hat man mich gekickt. Das hat mir dann so ein bisschen so die Situation gezeigt, so entweder ich werde jetzt Rapper oder ich muss abhauen aus Deutschland. Okay, verstehe. Und also das heißt, dieser Sprung dann zu sagen, ich will Musik machen, nach diesem Gabelstapler-Abbruch, war es dann das Geld, was dich getrieben hat? War dir das immer wichtig? War das wegen der Familie? Weswegen war dieser Drang, etwas Besonderes zu machen, so groß bei dir damals? Gute Frage. Ich mag jetzt nicht hochmütig oder so klingen und ich war auch nicht immer gerne der Pausenclown oder so, aber mir fiel es wirklich leicht, mich in den Mittelpunkt reinzudrängen, indem ich die Stühle rumgeschmissen habe und so auch negativ auf mich aufmerksam gemacht habe, weil ich habe es gemocht, auf mich aufmerksam zu machen und ich habe auch gerne damit gespielt, mit dieser Art und Weise so Leute zu provozieren, in jungen Alter die Lehrer oder später die Leute, die mir Nachhilfeunterricht gegeben haben, die auch zu ärgern und so und auch immer wieder vor die Tür geschickt zu werden so. Und so dieses Gelächter von der Masse war für mich auch schon so ein Punkt, wo ich cool fand, obwohl es voll negativ ist. Aber ich mag es, im Mittelpunkt zu stehen, nicht weil ich ADHS habe, sondern weil ich es dann nutze, etwas zu machen, wo dann so ein bisschen in die Geschichtsbücher eingeht, wie zum Beispiel in der Schule Tische aus dem obersten Fenster rauszuschmeißen, dass die Schule dann auch jahrelang später sagt, ey, weißt du, was sie mal gemacht hat, weißt du? Also Aufmerksamkeit war so ein treibender Motivator. Ja, hast du gut gesagt, genau. Glaubst du, das liegt daran, dass dir Aufmerksamkeit in deinem Privatleben gefehlt hat? Oder war das einfach nur, hat mir einfach gefallen, Punkt aus Ende? Es war jetzt nicht aus einer Not Ja, heraus. ich bin ein absoluter Spätzünder, was Aufmerksamkeit angeht. Ich wurde nicht klein gehalten, sondern ich habe keinen Platz gehabt, wo ich stattfinde als Kind. Keiner durfte mit mir spielen. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo man in der Anfangsphase wirklich nur unter Deutschen war. Und da war ich halt so
dieses braune Kind von nebenan und lieber Finger weg, denn ich könnte ja das Spielzeug klauen und das hat sich bei mir eingedrichtert. Und wie bist du damit als Kind umgegangen? Also hast du dir dann hast ja palästinensische Herkunft? Ja. So wie ich. Wir kommen ja lustigerweise aus der gleichen Stadt. Ja. Haben wir gerade beim Dreh rausgefunden. Hätte ich niemals gedacht. Ja. Ich habe einfach nur gedacht, du bist der Chefbanker von Europa, aber niemals, dass du palästinensische Wurzeln hast. Ja, das ist halt eine schöne Mischung. Meine Mutter ist halt Polin, kommt aus Warschau, mein Vater ist Palästinenser. Schön. Die haben sich kennengelernt, als mein Vater aus Beirut nach Warschau gezogen ist, um dort Medizin zu studieren. Krass. Ja, deswegen. Aber es ist schön, ja. Wo die Wege hinführen, das ist manchmal unglaublich. Ja, ist krass. Aber hast du dann, nochmal zurück zur Frage, hast du dann dir auch arabisch, russisch, türkische Freunde gesucht, um damit zu kompensieren? Oder hast du gesagt, nee, ich finde da jetzt einen Weg, trotzdem Anklang zu finden, indem ich Humor nutze? Wenn ich sage Spätzünder, dann ganz brutaler Spätzünder. Also ich habe ganz spät den Weg gefunden, indem ich dann Deutschrussen als Freunde hatte, die teilweise in Mehrzahl aus Kasachstan dann kamen und so. Das war dann so der Überfluss dann also was heißt Überfluss, sorry für dieses Wort. Also das waren die am meisten in Deutschland dann in Pirmasens stattgefunden haben so. Und dann kamen dann später noch die Amerikaner dazu, durch die Airbase bei uns in der Nähe, Pirmasens. Da waren ganz viele Amerikaner, GIs stationiert und da war dann auch das Leben. Und da habe ich mir dann viele Einflüsse genommen und habe dann so ein bisschen meine Cliquenbildung gehabt. Natürlich kamen dann später so türkische Familien und arabische Familien dazu oder so, aber das war so vereinzelt, dass du die halt nicht jeden Tag an einen Punkt getroffen hast, sondern alle nur vereinzelt und zufällig. Verstehe. Und der Eintritt in die Musikkarriere, war der, klar, okay, Aufmerksamkeit, man will Bestätigung, war das aber zumindest zu einem Teil monetär getrieben? Also wusstest du zu dem Zeitpunkt, dass man mit Deutschrap Geld verdienen kann? Weil 2004 ist ja schon sehr früh, ne? Also wer war denn damals groß? Musik hat mich schon immer getrieben. Also ich verfolge ja Deutschrap schon seit Jahren und war auch vorher schon auf vielen Bühnen, auf Freestyle-Battles und so und habe das immer so sehr genossen, sogar wenn ich nicht gut war, trotzdem auf die Bühne zu gehen und mich da zu battlen mit anderen Leuten aus anderen Städten. Bin auch extra in andere Städte gefahren. Ich habe das alles noch auf VHS. Ich werde das in einer Dokumentation alles mal aufarbeiten in Zukunft. Da glaubt man tatsächlich, den neuen deutschen 50 Cent gefunden Ja, zu und haben. genau das bringt jetzt die echten Berliner Gangster-Rapper zur Weißglut. Massiv. Der kommende Abräumer im Gangster-Rap-Milieu. Da gab es schon Freundeskreis, Max Herre, Afrop, Torsch, DJ Desu, da gab es schon sehr viel, was uns so getrieben hat damals und wo man gemerkt hat, da geht was. Was ich ganz früh gemerkt habe, ist halt, dass es noch einen Slot gibt für etwas, was es noch nicht gibt. Das war lauter, starker, brachialer Rap, wo man wirklich zu seiner Herkunft steht. Und damals war es nicht cool, Kanake zu sein. Es war einfach nicht cool. Es war eher so cool, so einfach Deutsch zu sein, so Stieber Twins mäßig. Also jetzt nicht despektierlich, ich habe das selbst alles gehört oder so, aber es war einfach so Stuttgart, Hamburger Rap, Digger, das und so, Heidelberg und so. Das war einfach ein ganz anderes, das Genre war einfach für sich einfach noch sehr verdeutscht. So. Und dann kam so dazu, dass die Kanaken auf einmal cool wurden und ich habe da auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen. Denn ich habe dann Wörter benutzt wie Alhamdulillah, Inshallah und ich habe dann auf einmal gerappt, von wo ich komme und was ich tun würde, um meinen Stolz zu bewahren. Das waren ja so Dinge im Rap, so, dass einer über Stolz rappt oder so. Das gab es gar nicht. Also das ist wirklich Fakt. Es gab es nicht, dass einer sagt so, ich bin stolz oder über Ehre rappen und das sind alles so Fundamente, die komplett gefehlt haben. So. Und ich habe das natürlich dann übertrieben. Ich habe natürlich dann sozusagen die Fahne gehoben für brachialen, harten Rap und ich bin der Härteste und Stärkste und dann ist ja jeder nachgezogen. Du wirst ja auf den Schlott was verschleppt, du wirst verprügelt, misshandelt, Mann, du wirst einfach zerfeckt. Welcome to the ghetto. Und du musst da von 2005 bis 2010 hast du da 5 Jahre, wo ich wirklich Gas gegeben habe, wo ich einen übertriebenen Hype hatte, wo dann auch jeder versucht hat, diese Art des Raps nachzumachen. Also der Hype kam dann auch sofort tatsächlich. Ja, komischerweise ist es dann genauso aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte so rappen, wie kein anderer rappt. Ich habe selbst gemerkt, dass ich jetzt nicht der beste Rapper bin, aber ich habe versucht,
mir ein Taktgefühl anzueignen, dass ich es mit meiner Stimmlage gut schaffe, dass die Leute wenigstens mit ihrem Kopf mitnicken. Ich habe ein gutes Volumen in der Stimme gehabt, dass ich gut getimed habe und die Beatauswahl war genial. Denn ich habe ja ein Ohr für Musik und das ist die ganze Kombination. Und der Typus Massiv, 130 Kilo, gab es auch nicht. Das hat mir auch super in die Karten gespielt und somit konnte ich zu dieser Zeit als Superhero gegen jeden aufnehmen. Wenn du jetzt die einzelnen Rapper als Actionfiguren hinstellen würdest. Und waren das damals strategische Entscheidungen, die du getroffen hast, die dann aufgegangen sind? Also hast du einen Plan gemacht und das ist dann so passiert? Oder hast du die Punkte erst rückblickend verbinden können? Nein. Deswegen war ich erfolgreich. Es war ein Plan, den ich aufgeschrieben habe, dass ich sage, ich schicke jetzt die Demos weg. Einer wird sich melden. Ich muss auf jeden Fall nach Berlin. Das ist klar. Ich habe natürlich 3, 4 Labels angeschrieben außerhalb von Berlin, auch von diesen 107 Demos, die ich verschickt habe. Ich habe jedem einen einzelnen Brief geschrieben. Und ich wusste aber, das war eine Zeit und eine Phase, wo du nach Berlin gehen musst, weil alles andere war wack in Deutschland. Es war einfach so, das ist Fakt. Und du musst dich in Berlin durchsetzen. Dass ich dann nach Berlin kam und Gangsterrap auf ein neues Level zu bringen, so, das war schon ein Akt. Denn ich komme aus einem Dorf mit 30.000 Einwohnern, wo du wirklich die Kühe noch melken musst, wenn du keine Arbeit findest. Und das ist eine Weltstadt. Da gehst du dann hin und hast dann links und rechts Leute, die sagen, der Kuchen ist zu klein. Was willst du denn jetzt hier? Und auf einmal komme ich und schrei lauter als jeder, hab krassere Beats als jeder und mach Hymnen von Gebieten, wo andere geboren sind, wo ich aber erst seit 2 Jahren lebe. Aber ich habe die Gegend geliebt, ich habe die Menschen geliebt. Und ich habe es denen niemals übel genommen. Also Konkurrenz oder Menschen, die etwas nicht cool finden oder so, ich verstehe das alles immer. Denn das ist auch Teil des Geschäfts. Hattest du einen Mentor oder Mentoren oder Vorbilder, denen du gefolgt bist oder die dich unterstützt haben auf dem Weg? Ich habe einen ganz wichtigen Satz in meiner ersten großen Single Ghetto-Lied. Ach was, ich bin kein Berliner, Che Guevara war auch kein Kubaner. Also ich bin kein dummes Kind oder so. Das wollte ich damit sagen, so. Egal von wo du kommst, es kommt darauf an, wer du bist. Ach was, ich bin kein Berliner, Che Guevara war auch kein Kubaner. Und ich habe mir nicht Berlin auf die Flagge geschrieben, sondern ich habe das repräsentiert, was ich liebe und von wo ich komme. Und wem es passt, dem passt und wem nicht, dafür war ich bereit, auch gerade zu stehen. Natürlich habe ich dann einen besonderen Menschen kennengelernt, der heutzutage auch mein bester Freund ist, immer noch, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe und wir wirklich zusammen dann auch marschiert sind. Und bis heute sind wir immer noch wirklich wie eine Eins und wie eine Festung. Und sowas muss man schätzen. Denn nur zusammen ist man stark. Das darf man niemals vergessen. Never change a winning team. Und Also never change a winning team bedeutet nicht, dass du immer gewinnen musst. Also wir haben absolut mehr Downs gehabt als Ups. Aber die Freundschaft, das ist ein Gewinn. Das darfst du nicht vergessen. Die Freundschaft ist ein Pokal, den du jedes Jahr einem symbolisch neu übergeben kannst. Das ist wirklich etwas sehr Wertvolles. ich habe 2 wichtige Fragen, aber vielleicht die erste. Gab es wahrscheinlich gab es sicher häufig Momente, wo du dann gesagt hast, boah, scheiße, wird nichts mehr. Gab es solche Momente? Also Momente, wo man nicht mehr an sich geglaubt hat irgendwie. An mich geglaubt und glauben werde ich immer. Denn Alhamdulillah, ich bin absolut niemals materialistisch getrimmt. Ich komme mit sehr wenig sehr gut aus. Und alles, was kommt, ist für mich immer Bonus. Und am meisten gelacht habe ich, wenn ich wenig habe. So, das ist einfach eine Lebenseinstellung. Und am meisten Power hatte ich immer, wenn es am schlechtesten lief. Das ist ganz komisch bei mir. Am meisten Power und Motivation hatte ich in meinem Leben, wenn es am schlechtesten lief. Einfach nur, nicht weil ich es überhören will, dass Leute dann sagen, ah, guck mal, der ist gefallen, sondern ich weiß, dass Leute so über mich denken, aber es macht mir nichts aus, denn das motiviert mich. Weil ich mache das ja für mich und für meine Familie. Ich mache das ja nicht für den oder den. Also das ist, deswegen verstehe ich manche Leute nicht oder überhaupt Menschen,
die darauf achten, so, der gönnt mir nicht oder der hat Auge auf mich gemacht. Ey, lass mal diese ganze Scheiße beiseite. Wichtig ist doch, ob du um 8 Uhr vor deinem Computer sitzt und du deine Rechnungen schreibst und du schaust, wie du deine Rechnungen begleichen kannst. Du zahlst am Ende des Tages deine Miete. Ob die Miete 500 Euro kostet oder 5.000 Euro. Am Ende schläfst du auch nur 8 oder 6 Stunden. So. Und dann stehst du auf und es geht weiter. Und wir hinterlassen hier nur unsere Taten. Also hör auf zu reden, dass der Auge macht oder der gönnt nicht oder dass das Auto er sich nur leisten konnte, weil er mit Drogen dealt. Scheiß doch drauf. Oder willst du ein 31er sein, 24 Stunden am Tag? Du kannst nichts dagegen machen. Jeder verdient sein Geld auf seine Art und Weise. Du kannst nicht die Welt retten. Du musst erstmal auf dich schauen und dann kannst du dadurch, dass du erstmal auf dich schaust und dir eine Loyalität schwörst, erstmal den anderen um dich herum Loyalität beweisen. So, weil Leute beweisen anderen Menschen Loyalität, aber sind nicht loyal zu sich selbst und schweifen dann komplett ab. Das Konstrukt kommt ja aus dem Stoizismus. Ist dir das ein Begriff? Nee. Die Stoa ist eine altgriechische Philosophie, die im Grunde genommen ist die Lehre der Unerschütterlichkeit. Ja, Bruder. Und ein Element dessen ist die Dichotomy of Control auf Englisch. Da geht es im Grunde genommen darum, dass du alles ignorierst, was nicht in deiner Macht ist. Das heißt, dir wird gelehrt, dich nur auf deine Gedanken, Worte und Taten zu fokussieren. Und egal was drumherum ist, dem keine Beachtung zu schenken, weil es verschwendete Energie ist. Das stimmt. Marc Aurel ist einer der 5 großen römischen Kaiser, der war also einer der Ja, ich Pioniere. kenne ihn, ja. Ja, und das, was du gerade beschrieben hast, habe ich das erste Mal nicht von Marc Aurel gelernt, sondern von meinem Vater. Ja. So. Gut, hat er dich gut gelehrt. Und mein Vater war halt genau die Art von Person, ich kam halt nach Hause, ich habe die Story schon oft erzählt, weißt du. Wir haben Fußball gespielt im Fußballverein und jeden Donnerstag kriegst du ja deine Einladung, ob du zum Beispiel dabei bist am Wochenende oder nicht. Und dann wurde ich einmal nicht eingeladen, sagt mein Baba, oh, Scho, Habibi, wie sieht's aus, wann geht's zum Spiel? Und ich sag, Baba, ich wurde nicht eingeladen. Dann sagt er, wie, du wurdest nicht eingeladen, warum spielst du denn Fußball, wenn du nicht eingeladen wirst? Ich weiß jetzt, was kommt. Und dann sage ich, Baba, hör mal, ich wurde ausgetauscht, aber es liegt auch nur daran, dass der Ersatz von mir, seine Mutter datet jetzt meinen Trainer. Und dann guckt mein Vater mich an, er sagt, ja, ich kann deinen Trainer nicht daten, werd einfach besser als er. Krass. Also dieses Grundkonstrukt von heul mir nichts vor, sondern fokussiere Ja, ja. auf das, was du tust. Ist das etwas, was du auch von deinem Vater gelernt hast? Mein Vater ist heute der beste Vater, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ist der liebste Mensch der Welt. Aber wo ich jung war es der erste Mensch, der mir beigebracht hat, dass Rippenbrüche von selbst heilen. Kannst du dich da an wahrscheinlich auch viele Situationen erinnern, aber wie war das damals? Und vor allem auch... Er war übertrieben streng. Ja. Alte Schule, 3 verschiedene Schichten arbeiten, nach Hause kommen, wieder losgehen, woanders, einen Zweitjob arbeiten. So ein Stoß Dokumente mit Diplomen, Französisch, Englisch, in verschiedenen Ländern studiert, in Libyen, im Irak, wo der überall am Reisen war, um einfach nur zu studieren, weil er das einzige Kind war, das sich das dann auch leisten konnte, weil die ganze Familie dann auch einen nur losschicken kann zum Studieren. Und dann kommt er halt nach Deutschland als Ingenieur in verschiedenen Bereichen und du fängst einfach bei Null an und das macht schon was in einem. Aber er war sich nicht zu schade, da wirklich durchzugreifen und einfach für seine Familie arbeiten zu gehen. Und ich verstehe das heute. Ich verstehe das heute, dass ein Mann sehr viel Verantwortung hat. Ob ein Mann nur ein Kind hat oder 10 Kinder, das schmälert die Situation nicht. Er wird, sobald er aus der Tür rausgeht, muss er gestützt werden und unterstützt werden, dass er gerade Geld nach Hause holt für seine Familie. Und manchmal kommt er mit einem Lächeln nach Hause, wenn das so ist, in einer schönen Welt. Und man weiß nicht, was für einen Stress oder Druck er gerade in der Arbeit hatte, weil er nicht weiß, ob sie seinen Vertrag verlängern. Weil er nicht weiß, ob er gemocht wird. Und mehr tut als alle anderen, aber vielleicht schlecht behandelt wird. Da kommt er nach Hause und erwartet nicht viel, außer dass man ihm am nächsten Tag wieder die Kraft gibt, dass man das schätzt, dass er das für die Familie macht. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, du wirst das, was ich dir heute sage, erst nach 15 Jahren verstehen und sagen, Papa, du hattest recht. Und ich habe das einmal gemerkt, da war ich 17 oder 18 Jahre alt. Mein Vater hat ein Umzugsunternehmen irgendwann gegründet, war mit 16 im Krieg, also wirklich auch ein hartes Leben gehabt. Und dann war ich mal mit bei der Arbeit bei ihm und wollte mal realisieren, wie er Geld verdienen wollte, wie er Geld verdient hat. Und jeden Tag trotzdem mich zum Fußball gefahren hat, weißt du. Und dann habe ich es einmal mitgemacht und jeder, der seinen Kollegen mal beim Umzug geholfen hat,
Das ist der Endgegner. Also kommst der du nach Hause, Endgegner, du bist so komplett natürlich. am Arsch, du kannst gar nichts mehr machen. Aber das finde ich auch krass. Einige Lehren im Leben versteht man erst, wenn man sich zurückdreht und dann guckt, okay, was war da eigentlich? Wenn man so ein bisschen hinter die Kulisse schaut irgendwie. Ne? Das finde ich also sehr, sehr spannende Sichtweise auch von dir. Ist aber auch krass, einmal so einzutauchen, nachdem ich 5 Ausbildungen gemacht habe, also abgebrochen habe natürlich, weil ich habe gemerkt, ich will lieber Pilot werden. Spätzünder. Habe ich dann einmal, weil ich ja natürlich auch Geld gebraucht habe, ohne dass ich jetzt klauen gehe oder so, was ich natürlich auch so gemacht habe in meiner Jugend, um mir immer alles zu sparen. Ich war immer so, wenn ich etwas Räuberisches gemacht habe, da habe ich immer gespart, damit ich mir ein ganz krasses Auto mit 18 hole, damit ich auch was davon habe. Also ich habe nie irgendwas ausgegeben, ich war nie irgendwie draußen nachts oder so. Also was Diskotheken oder so angeht, das war nie mein Ding. Da habe ich einmal 2 Monate als Eisenflechter gearbeitet. Und ich schwöre euch, das ist ein Beruf, der ist wahnsinnig. Was macht man da? Eisenflechter, du hast eine Zange in der Hand und dann hast du ein Draht. Und dann läufst du rum und dann gibt es 2 Eisenstangen, die liegen parallel zueinander und dann knotest du zwischen rein und wieder in diese Richtung und diese Richtung. So, und dann brichst du das ab. Und ey, du hast die ganze Finger, Hände voll Blasen. 2 Monate, jeden Morgen um 4 sind wir losgefahren und abends 21, 22 Uhr sind wir nach Hause gekommen. Eigentlich wirklich nur noch schlafen gehen, kaputt. 2 Monate, am ersten Monat hat der Mann zu mir gesagt so, ey, dein Geld bekommst du nächste Woche. Da habe ich schon so gemerkt, so, kein Problem, da bekomme ich ja mehr Geld. Also. Nach dem 2. Monat frage ich nach meinem Geld, weil ich gemerkt habe, dass die Leute anfangen zu tuscheln, die haben auch noch nicht Geld bekommen. Auf einmal haben wir alle gesagt, alle zusammen haben wir gesagt, ey, hast du Geld bekommen? Haben wir alle offen darüber geredet, wir durften nicht. Und dann haben wir gemerkt, noch keiner hat Geld bekommen. Dann haben wir alle gesagt, okay, wir kommen morgen nicht zur Arbeit zum Chef, also zu diesem Vorarbeiter. Da hat er gesagt, doch, morgen bekommt ihr Geld, das und das und so. Da haben wir alle miteinander ausgemacht, dass wir morgen streiken. Und ich schwöre dir auf alles, wir haben einen Tag gestreikt und auf einmal war der Typ nicht mehr auffindbar. Der hat dann ganz andere Arbeiter genommen und die sind dann mit den Arbeitern nach Straßburg gefahren. Also es lohnt sich gar nicht, diese 2,5 Stunden nach Straßburg zu fahren, um den Vorarbeiter irgendwo zu sehen und zu sagen, ey, gib uns unser Geld, weil er selbst nicht dort auf der Baustelle war. Er hat sich einfach nur andere Arbeiter geholt. Wir waren austauschbar, weil er nicht greifbar war. Und du hast geblutet, du hast geschwitzt und ich rede nur von 2 Monaten und ich will nicht wissen, was unsere Väter alles manchmal durchgemacht haben, wenn sie manchmal einem einen Gefallen getan haben, um sich zu erhoffen, mal einen Fuffi zu bekommen. Oder einen Huni zu bekommen. Für 2, 3 Wochen Arbeit oder ein bisschen kehren, ein bisschen malern oder so. Deswegen, also die haben schon einen riesen Rucksack auf. Ich habe viele der Dinge auch erst jetzt verstanden, wenn ich so dran denke in meiner Kindheit, wenn ich manchmal PC gespielt habe und mein Vater kam nach Hause abends, dann hat er darauf bestanden, dass ich zur Tür komme und die begrüße. Geil. Also er hat darauf bestanden. Und ich dachte früher, er wäre pingelig. Aber jetzt als erwachsener Mann, der jetzt selber für Familie sorgt, der jetzt selber für die Geschwister sorgt, verstehe ich, dass dieses einfach gewertschätzt zu werden von den Menschen, für die du sorgst, etwas ist, was eigentlich, das ist alles wert. Ja. Also es ist ja komplett egal, wie viel Geld du nach Hause bringst, wenn die Menschen, für die du sorgst, für die du blutest, nicht das wertschätzen in der kleinsten Form, indem sie einfach zur Tür kommen und sagen, Baba, guten Abend, schön, dass du da bist, dann ist es egal, ob du 1 Euro an dem Tag verdient hast oder 20.000 Euro. Weißt du? Also ich merke schon, dein Vater hat sehr, sehr schöne Ansichten und er hat das schon sehr, sehr bewusst gemacht, dir das einzutrichtern. Ja, sehr früh. Ja. Aber die Dinge habe ich erst später verstanden, Ja, erst natürlich. wenn man selbst erwachsen wird. Wie war das bei dir? War das so auch so, mein Vater hat immer gesagt, bis du 16 bist, 15 bist, bin ich dein Vater und danach werde ich dein bester Freund. Das hat mein Vater auch immer gesagt. So, Dass ihr solche Gespräche hattet mit eurem Vater, also könnt ihr echt euch glücklich schätzen. Bei mir war es eher trist. Also er war sozusagen fast auf ewig streng. Und ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass da irgendwie der Übergang dann irgendwann kommt. Und der ist dann gekommen, Alhamdulillah. Und heutzutage ist er der beste Mensch, den ich kenne. Und jeder, der ihn kennenlernt, sagt so, wow, was hast du für einen Vater? Wie kann ein Vater so ein großes Herz haben? Und dafür bin ich dankbar. Und ich bin ihm für gar nichts sauer oder böse. Ich trage ihm auch nichts nach, niemals. Ich genieße die Zeit mit ihm. schön. Das finde ich sehr krass, ja. Und ich finde,
Aber letzte Sache zu dem Thema, wir haben noch ganz viele andere Fragen, vor allem zu deinem Nee, alles gut, sorry, wenn ich so in diese Überhaupt Thematik so sozusagen auf gut Deutsch abgerutscht bin, aber ich glaube, die Atmosphäre war gerade so in diese Richtung, was aber auch kein Problem sein Nein, das dürfte. sind sehr wertvolle Erfahrungswerte. Das ist auch genau das, was wir in solchen Gesprächen eigentlich auch wissen möchten und erfahren möchten, wahrscheinlich auch die Zuschauer da draußen. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, Malika, die ist 6 Jahre geworden und also ist meine Erde. Ja, krass. Ja, ich wollte nur sagen zu diesem Thema, dass man, weil du sagst, guck mal, ich kenne viele Leute, die hatten eine schwierige Vergangenheit mit ihren Eltern, sind aber dann noch auf ewig sauer. So, und ich finde es krass, dass du von dir aus sagst, nee, Niemals. überhaupt nicht. Und jetzt habt ihr trotzdem das wahrscheinlich das beste Verhältnis aller Zeiten. Und ich finde auch, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, merkt man so, meine Mutter hat immer gesagt, du wirst irgendwann, wenn du Kinder hast, genau dasselbe bekommen, was du mit uns machst, weißt du? Und deswegen, ja, sehr, sehr bewundernswert. Aber wenn wir jetzt mal weggehen so ein bisschen von Familie und Vergangenheit und so weiter und so fort, du bist ja jetzt, ich weiß gar nicht, würdest du sagen, du bist jetzt Rapper oder würdest du sagen, du bist jetzt Unternehmer Oder Entertainer. oder Entertainer oder vielleicht auch so beides? Womit identifizierst du dich aktuell? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich es nicht, nicht erklären kann, was ich momentan bin. Ich glaube, ich kann mich glücklich schätzen, behaupten zu dürfen, ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich könnte ja nach 4 Blogs, hätte ich ja können, die eine oder andere Rolle annehmen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich bin kein Schauspieler. Wenn ich etwas drehe, dann sind das meine eigenen Projekte, wo ich authentisch auch dahinter stehen kann, wo ich mitgeschrieben habe oder wo ich 100% fühle und das kann nur aus deinen eigenen Fittichen kommen. Da es bei mir dann wirtschaftlich hervorragend lief, konnte ich mir diesen Luxus erlauben. Ich weiß nicht, was passiert wäre der wirtschaftliche Erfolg nicht gekommen. Vielleicht hätte ich die eine oder andere Rolle angenommen, aber ich kann dir auf jeden Fall 100% sagen, ich hätte nichts angenommen, was mein Gesicht schadet. Da bin ich schon sehr, sehr strikt. Unterhaltung und Fiktion ist in Ordnung. Ich unterhalte gerne Menschen, aber ich würde mich nicht verkaufen, egal für was. Ich bin absolut nicht käuflich und das hätte auch bei mir niemals funktioniert, sogar wenn ich keinen Cent in der Tasche habe. Also ich will schon sehr authentisch durch das Leben gehen, für mich und meine Familie, für uns alle das Gesicht bewahren, weil ich glaube, wenn das weg ist durch eine dumme Situation, nur weil du kurz einen Taui verdienen willst, so, das kann man nicht wieder gut machen als öffentliche Person. Und es tut mir auch weh, manchmal zuzuschauen, wie sich Mannschaften nicht runterwirtschaften, das ist das falsche Wort, sondern einfach schlecht beraten lassen, warum sie ihr Produkt, wenn sie sich mal als Produkt sehen würden, aus der Vogelperspektive, sich so ins Abseits stellen, freiwillig. Du hast gerade das Thema wirtschaftlichen Erfolg angesprochen. Was ist aktuell dein Hauptprojekt und was war damals so das Projekt, oder das Business, was so den Durchbruch gebracht hat? Ich habe sehr viel Geld mit Musik verdient. Ich habe damals den größten Vertrag aller Zeiten unterschrieben. Für damalige Verhältnisse natürlich. Das war damals. Wie hoch war das? Das war damals bei der Sony als Gangster-Rapper. 250.000 Euro mit Verlag, alles drum und dran, noch höher, sehr, sehr viel höher. Und diese Summen waren damals nicht normal. Also heutzutage ist es normal. Also wenn irgendeiner bei TikTok da rumtanzt oder so und irgendwie komische Aufrufe hat, da fließen schon unglaubliche Summen manchmal. Aber damals war es nicht normal. Und da gab es dann viele Ups und Downs und dann gab es auch manchmal einfach gar nichts. Und während du gar nichts hast, trotzdem auf der Straße jeden Tag 50 bis 100 Bilder machen und Leute umarmen und Talks zu führen, wie es ist als erfolgreicher Rapper und wie es ist, bekannt zu sein, tut nicht weh, aber macht schon was mit dir. Weil nicht, dass es mich ausmacht, sondern es ist auch keine Fassade oder so, die ich versuche jeden Tag aufrechtzuerhalten. Aber ich wusste, das ist Teil der Show. Wenn mich einer in der U-Bahn sieht, dann mache ich es einfach so,
wie ich es am liebsten mag. So. Ich will gerne unter Menschen sein und das ist keine Schauspielerei. Wenn ich mir kein Auto leisten kann in diesem Moment und ich in der U-Bahn fahre, da bin ich so authentisch genug zu sagen, so, ey, momentan langt es nicht für ein Auto. Aber das ist nur das Face-to-Face-Gespräch. Aber wenn ich in einem Hip-Hop-Interview sitze, dann bin ich natürlich bereit, das Game zu spielen. Und das ist auch Teil der Unterhaltung. Und das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht in meiner Denkweise. Nicht, dass mir das schwer gefallen ist, das zu spielen, sondern ich habe mich hinterfragt. Und dann kam ich irgendwann zu diesem Punkt zu sagen, so, okay, ich verkaufe zwar meine 3.000, 4.000, 5.000 Platten, womit ich meine Miete zahle, meiner Familie so unterstütze, einen vollen Kühlschrank habe. Und mit vollem Kühlschrank meine ich wirklich die Lieblingsjoghurts, die man so hat, und Milchschnitte und Pumpernickelbrot. Warum mache ich nicht das, was ich am liebsten mache, in Perfektion und bewahre mein Gesicht, indem ich einfach die ekligen Seiten dieses Raps weglasse. Ich habe seit November 2013 keine Beleidigungen in meinen Texten. Ich habe nur positive Messages. Und natürlich, wenn ich brachiale, harte Musik mache, dann mache ich es wirklich nur so, dass die Leute darauf trainieren können, ohne irgendwen dafür hassen zu müssen. Oder ich Leute gegen Leute hetze. Also ich bin da komplett raus und versuche, mich da zu perfektionieren, und das ist so mein neuer Gewinn, den ich habe. Wurde massiv, aus massiv wurde lativ, die Pfiffe sind gefallen in Berlin. Wer ist hart, wenn der Beat nicht mehr läuft? Wer kommt nachts aus dem Wald und schleppt einen Büffel auf den Kreuz? Lativ, ich liebe dich, mein Bruderherz. Egal was war, egal was ist, Bruder, ich liebe dich für immer. Das mal gehört von, ich weiß nicht, wer das war. Er meinte, reich sein, also anonym und arm sein ist kein Ding. Das ist jeder mal. Reich sein und anonym ist das Beste, aber arm sein und bekannt, Ja. das ist eine Katastrophe. Das meinte, glaube ich, Will Smith meinte das, weil er meinte, dass er nach einer gewissen Zeit, wo er mit DJ Jazzy Jeff die ganzen Sachen aufgenommen hat. Ich kenne das. Weißt du? Und dann hat er gesagt, aber bevor der Fresh Prince Vertrag kam, war ich broke, weil ich mein ganzes Geld für Bentleys ausgegeben habe und so weiter und so fort. Und das ist eine Katastrophe, wenn die Leute dich aus Musikvideos kennen und du auf einmal dann in der U-Bahn sitzt und sie dann sagen, wo ist der Rhodes? Weißt du? Ja, genau, natürlich, ja, ist so. 100%. Zum Glück sind das Dinge, die mich nicht ausgemacht haben als Mensch. Deswegen haben mich die Menschen auf der Straße respektiert und geliebt, weil ich auch ganz offen wirklich Menschen lieben kann. Also ich kann sehr viele Menschen lieben. Und ich interessiere mich auch für jeden Mensch. Und ich bin mir nicht zu schade, in Talks zu gehen oder Leute beim Training, andere Rapper würden sagen, oh, ich wurde wieder zugelabert. Für mich ist es trotzdem überall eine Bereicherung, angesprochen zu werden. Und trotzdem, während er denkt, dass es gerade für mich hektisch ist, weil ich den Kopfhörer kurz rausziehe, ihn trotzdem zu fragen, von wo kommst du? Und das merken sich die Leute. Und auf die Jahre hinweg ist das eine Masse von Menschen, egal, ob ich vom Taxi aussteige, vom Zug aussteige, aus dem Flieger aussteige, egal welche Art von Mensch. Diese Talks, die ich denen schenke, mit Face-to-Face, Auge zu Auge, die merken, dass mich das wirklich interessiert, in Momenten, wo es auch wirklich hektisch ist oder stressig, das tut denen gut. Ja. Und das merken sie sich. Ja. Und das merken sie sich, wenn du fällst, dass sie sagen so, das ist ein guter. Ob er unten ist oder oben, der ist besser als andere. Ja. Es ist wichtig, gut zu sein mit den Menschen. Das ist ein Konto, das musst du immer wieder füllen. Mit Menschen gut zu sein und nicht hoffen, dass jeder mit dir gut ist. So. Du kannst nicht davon ausgehen, so, ich bin jetzt zu jedem gut, dass jeder zu mir gut ist. So. Geht gar nicht. Es kann sein, dass jeder zu dir schlecht ist, aber du trotzdem zu jedem gut sein musst. Dazu habe ich eigentlich ein lustiges Beispiel. Taylor Swift, kennst du, ne? Natürlich. Taylor Swift das habe ich mal in dem einen Video von Alex Hormozy gesehen, die hat ja, bis heute macht sie das noch. Ich meine, sie ist ja eine der erfolgreichsten Musikerinnen auf der Natürlich. ganzen Welt, Ja, also milliardenschwer. Die geht trotzdem heute noch ab und zu auf so Privathochzeiten. Sie wird so angeschrieben manchmal von so Frauen und sagt, komm auf meine Hochzeit, bitte kannst du da für mich und meinen Mann singen und so weiter und so fort. Die macht das einfach. Ab und zu macht sie das und das ist dieses Konto, was Soll ich dir meintest. sagen? Die ist sehr gut beraten. Ja. Die ist sehr gut beraten, nah zu den Fans zu sein Ja. und nicht den Fehler zu machen, Zu weit weg wie zu die sein, alte so. Garde, wie Britney Spears, Ja. Christina Aguilera, das und das, wo wirklich dann hier sind Ja.
und gar nicht mehr greifbar Ja. sind. Und Taylor Swift ist wirklich hier und weiß, wem sie es zu verdanken hat und macht dann diese Kleinigkeiten, die dann viel ausmachen. Die ist sehr, sehr gut beraten. Ja. Ich will ihr keine Taktik unterstellen. Es ist einfach eine menschliche Sache. Mit Absprache und die nimmt sich die Zeit und deswegen ist es cool für ihr Karma-Konto. Auf jeden Fall. Das Brand-Thema ist extrem wichtig. Ich will mal den Bogen spannen zu deinen unternehmerischen Unterfangen. Also du hast erzählt, dass du musikalisch liefst mal sehr gut, dann lief es wirtschaftlich wieder schlechter, dann wieder auf und ab. Und die Stabilität kam ja dann durch deine unternehmerischen Tätigkeiten. Ist das richtig? Die unternehmerischen Fähigkeiten, die habe ich gar nicht. Das Einzige, was ich habe, sind gute Partner und gute Menschen, denen ich vertraue und zu denen ich vollstes Vertrauen habe, dass die ihr Ding sehr gut kennen und an mich glauben, etwas Authentisches auf die Beine zu stellen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich mit Zahlen auskenne. Ich kann auch nicht sagen, dass ich etwas auf die Beine stellen kann alleine. Und ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich mich mit Business auskenne. Und trotzdem kenne ich diese ganzen Dinge und interessiere mich dafür. Und egal wie lange ich zuhöre, du könntest mir jetzt stundenlang über Business etwas erzählen, ich wäre nach dem Gespräch immer noch absolut der Laie. Genauso wie wenn ich beim Steuerberater sitze und er mir erzählt, Quartal das. Ich sag so, bitte, sag mir einfach nur, wann ich überweisen muss. Und wenn die Summe zu hoch ist, ob man das spalten kann. Ich werde nicht, und deswegen gibt es viele Situationen, wo ich 100% mehr gezahlt habe, als ich muss, weil dieses Gefühl der Erledigung beflügelt mich. Weil ich will keine Gegner haben. Ich will einfach nur erledigen. Und das ist für mich immer so der Schritt, der mich nach vorne bringt. In meiner Welt, in meiner Denkweise. Und ich hatte natürlich das große Glück, ich war der erste Rapper, der, will ich jetzt nicht so behaupten, aber laut meiner Denkweise war ich der erste Rapper, der sehr offensiv mit der Shisha umgegangen ist. Schon im Ghetto-Lied hatte ich eine Shisha in der Hand. Und in jedem Talk oder DVD, den ich rausgebracht habe, oder in Interviews, hatte ich immer eine Shisha in der Hand. Und habe das dann authentisch dann auch den Menschen immer wieder gezeigt, dass ich die Shisha nicht nur in der Hand habe, weil ich Tabak verkaufe, sondern wir reden von 15 Jahren Shisha rauchen in Interviews und darüber rappen und als Araber auch davor stehen und dahinter stehen, dass man sagt, so, das ist ein Teil von meinem Leben und dann erst den Tabak authentisch rauszubringen, weil die Menschen heutzutage lassen sich auch nicht mehr verarschen. Und wie viele Rappern habe ich Tipp gegeben, dass ich sage, ey, du bringst nächste Woche deinen Tabak raus. Wie wäre es denn gewesen, dass du erstmal 3 Monate vorher, bevor du es ankündigst, erstmal eine Shisha in der Hand hast. Pfeife rauchen gehen. Pfeife rauchst. Und damals war es ja so, dass Rapper ihre Fans krass verarschen konnten und die alles mitgezogen haben, was es gibt. Egal was. Also die sind dann einfach blind gefolgt. Aber wir sind in einer Zeit angekommen, wo die Leute sagen, ich kaufe Mode. Wenn Shindy Mode rausbringt, kaufe ich von Shindy diese Mode. Wenn Massiv eine Shisha rausbringt, also eine Shisha habe ich auch rausgebracht, also mit meinem Team Mos zusammen, Al Massiva Tobacco haben wir dann Tabak rausgebracht, wo man dann sagen muss, so, wir haben auf Qualität geachtet, Made in Germany, wir waren die Ersten mit Made in Germany Tabak, wo keiner dran geglaubt hat, dass das funktioniert, weil das einfach zu teuer ist, die Herstellung hier. Aber wir haben gesagt, wenn wir kommen, dann kommen wir mit perfekter Qualität. Und jetzt auf der ganzen Welt, wenn du weltweit auf Messen gehst, wenn irgendwo Made in Germany Tabak steht, dann wissen die Bescheid, aha, hier sind die saubersten Blätter der Welt, ohne unnötige Stöcke drin oder Gewichte oder Molasse, die einfach nur das Gewicht erhöht. Und da sind wir ein gewisses Risiko gegangen, aber da die Leute mich mit dem Tabak und mit der Shisha verbinden, war das auf einmal ein unglaublicher Schuss nach oben. Und da ich einen unglaublich guten Partner habe, bei Mos und bei Al Massiva Tobacco, der wirklich da vorher 2 Jahre recherchiert hat, bevor wir den Tabak released haben, haben wir wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und das ist, ja bitte. Ich wollte nur fragen, was heißt das dann in Zahlen, wenn du sagst, alles auf den Kopf gestellt? In Zahlen, das bedeutet, es gab Monate, wo wir
Also wir hätten können jeden Monat eine halbe Million Dosen verkaufen. Ich rede hier nur von Deutschland. Aber haben wir nicht gemacht. Wir haben uns rar gehalten, dass wir auf lange Sicht verkaufen. Das kam nicht aus dem Nichts, sondern wir haben gesagt, wenn ich etwas mache, dann auf jeden Fall aus ganz wenig, ganz viel. Aber natürlich musst du Risiko gehen. Und du musst ein Produkt machen, was du authentisch auch dann den Leuten nahebringen kannst. Und das war wie die Faust aufs Auge Tabak. Krass. Ich rauche jeden Tag Pfeife. Ja. 1, 2 Köpfe. Also wenn ich Pfeife rauche, muss ich trainieren, aber ich rauche Pfeife Ich jeden schicke Tag. dir was Schönes. Ich habe deinen Tabak schon geraucht. Okay. Ich fand die orangene Dose. Wie heißt die? 4B? Ja, 4B Sommer in Beirut. Genau, ja. Eins von denen. Ich schicke dir Sehr trotzdem fruchtig. erstmal alles auf Überdosis. Die war tatsächlich sehr gut. Also Ja? von den Rapper-Tabaks fand ich dein. Unser Tabak zählt nicht mehr als Rapper-Tabak. Unser Tabak Das ist schon ein richtiger Tabak ist eigentlich, mit der erfolgreichste Tabak in Deutschland und gehört absolut zu den Bestsellern. Also ist nicht mehr Rapper-Tabak, ist einfach Al-Masifa Tobacco. Ist auch ein weltweites Ding. Und dieses Tabakgeschäft, ist es das Hauptgeschäft bei dir? Es ist absolut das Hauptgeschäft. Shishas und Tabak ist absolut das Hauptgeschäft. Und darauf sollte man sich auch fixieren. Das ist das Handwerk, was mir in die Wiege gelegt wurde, was ich 15 Jahre nicht hatte, wurde mir danach in die Wiege gelegt, sozusagen im späten Ja. Radius. Und das habe ich dann angenommen und es wäre blöd, wenn ich das nicht so ernst nehmen würde. Ich habe dazu eine sehr wichtige Frage. Also das ist, verzeih mir, dass ich diese Frage stelle, aber hast du, wenn du vor allen Dingen gerade gesagt hast, wenn du beim Steuerberater sitzt und so weiter und so fort, du hast starke Partner. Du musst diesen Partnern dann ja fast blind vertrauen, oder? Ja. Und hast du da nicht manchmal Angst, dass du, weiß ich nicht, dass die mal 1, 2 Zahlen links drehen, rechts drehen und so weiter und so fort? Oder, also wie wählst du diese Partner aus und wie kannst du dieses blinde Vertrauen aufrechthalten? Also, das ist eine sehr gute Frage. Es ist eine Freundschaft. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt, die zur absoluten Brüderschaft wurde. Bedingungslose Loyalität, das erkennt man in den Augen. Und danach entwickelt sich blindes Vertrauen. Natürlich könnte man sagen so, lass mal gucken, lass mal schauen. Aber jeder hat seinen Part. Und Bruder, wir sind alle nicht perfekt. Allah sieht aber alles. Und wir müssen uns aufeinander verlassen. Partnerschaft bedeutet blindes Vertrauen. Wenn du ihm nicht signalisierst, mit wirklich aus reinstem Herzen nicht signalisierst, dass es wirklich blindes Vertrauen ist, glaub mir, dann funktioniert gar nichts. Wenn du eine auf Ding machst, ja, Freundschaft ist Freundschaft, aber Geschäft ist Geschäft. Wenn du eine auf Ding das machst, das Geschäft, was ich führe, hat viel mit Emotion und Hingabe zu tun. Also wir machen das ja mit viel Liebe. Und dadurch hat sich dann auch noch eine intensivere Freundschaft entwickelt. Wenn du denken müsstest, dass du jetzt aufpassen musst, weil es läuft so krass, lass mal 3-mal in die Papiere reingucken, dann würdest du dem anderen Menschen auf der anderen Seite auf jeden Fall verletzen. Weil wir haben 2 Jahre gearbeitet, versucht Shishas zu verkaufen, wo es nicht so gut lief. Und dann kam unser Tabak. Dann liefen die Shishas und der Tabak. Und diese 2 Jahre, wo es nicht so gut lief, waren wir so. Und wo es dann gut lief, waren wir dann so. Und da kannst du natürlich das Buch The Power lesen oder was weiß ich was, wo du dir Tipps von links und rechts holst und ein Berater könnte dir auch sagen, ey, check mal, mach mal und so, aber manchmal musst du auch mit dem Herzen voran. Das ist auch eine Philosophie, die wir haben. Also David und ich als Geschäftspartner, wir sind wie eine Familie. Also wenn ich am Wochenende besuche ich meine Mutter, meinen Vater und seine Eltern. So, und unsere Grundphilosophie im Geschäft, das fragen uns immer wieder Leute, ist, ich will, dass es ihm besser geht als mir und er will, dass es mir besser geht als sich selbst. Ja. Also Genauso ist es, ich schwöre dir, so wie du es gerade gesagt hast, genauso ist es bei meinem Partner, also ich kann ja seinen Namen nennen, Taufik, bei Al-Masifa Tobacco, genauso bei meinem besten Freund, mit dem ich alles mache,
der ist mein Berater, mein Manager, er ist alles, er braucht diesen Titel nicht. Ashraf, seit ich in Berlin bin, bis heute wirklich blindes Vertrauen, wir ziehen wirklich an einem Strang und auch in der Dönerbranche, wo wir dann mit eingestiegen sind, ist es auch ein Freund, den ich seit 2006 kenne, dem ich auch blind vertraue und somit hast du ein super Fundament. Und alle, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, kennen sich untereinander, mögen sich und respektieren sich. Also da ist auch überall so ein Fundament, wo man sagt so, ey, wir ziehen alle zusammen an einem Strang. Ja. Und man will ja auch in so einer Runde nicht irgendwie, dass jemand irgendwie schlecht über einen denkt und so. Das heißt, man hat so diesen Druck auch so ein bisschen. Und das Allergeilste ist, mein zweites großes Business, was sich dann kristallisiert hat, vor 3 Jahren, waren wir in dieser Halle da bei Growmotion, haben dann die Firma gegründet, das und das. Dass Haji, auch mein Partner, jetzt auch in diesem Dreieck ist und mit Ashraf befreundet ist, mit Taufik befreundet ist und alle sich gegenseitig austauschen und wir alle zusammenwachsen. Und das ist auch eine Kombination von mir. Meine Menschen, die mir wichtig sind, die sind absolut eine Hilfe. Und Haji lernt die dann kennen, hat auch eine Grundsympathie zu denen und dann ziehen wir auch bei Growmotion miteinander mit. Also es gibt keine Abneigung zu irgendwas oder irgendwo und keiner steht keinem im Weg, sondern es ist einfach überall Win-Situation. Funktioniert auch nur, wenn man auf gar keinen Fall anfängt, Erbsen zu zählen. Ja. Also es ist einfach ziemlich einfach. Wenn man das Gefühl hat, dass dein Partner will, dass du jetzt dir ein neues Auto holst, damit er sich ein teures holt, dann wird es halt eklig. Ey, ich schwöre dir auf alles. Vor ein paar Jahren war Firmengründung von Growmotion und wir reinvestieren alles in die Firma. Die Firma ist durch die Decke gegangen und keiner, wirklich keiner hat einmal seine Hand gehoben und hat gesagt, ey, wann gibt es die erste Auszahlung? Also, nein, das ist eine Vision, die wird später knallen und keiner hat überhaupt Kopf, irgendwie zu gucken, ob es mal einen Taui da gibt oder 100.000 da oder so. Nein, alles weiter, die Halle ausbauen. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, ich weiß, ich habe mal ein Statement gehört, wenn du eine hungrige Person zu dir nach Hause einlädst, dann räumt sie deinen Kühlschrank aus. Deswegen mach keine Geschäfte mit armen Menschen. Würdest du sagen, das liegt auch unter anderem daran, dass alle Leute, die beteiligt sind an dieser Firma, auch andere Einkommensströme haben, dass sie nicht abhängig davon sind, dass jetzt unbedingt was bei rumkommt? Ganz wichtig, die Gründer der Firma sind zum Glück nicht abhängig. Die Arbeiter natürlich bekommen ganz normal ihre Löhne, ihr Geld und so, aber die Gründer der Firma sind natürlich nicht abhängig. Da hast du recht. Das ist wie wenn ich einen Dönerladen aufmache, dann kann ich auf mein Geld verzichten, aber der Arbeiter nicht. Weil mir geht es bei einem Dönerladen nicht um den Umsatz. Mir geht es bei 100 Dönerläden später um den Umsatz und wahrscheinlich bei einer sauberen Administration um den Exit. Das ist ja mein Ziel, was ich verfolge und nicht, dass ich jedes einzelne Brot zähle, weißt du? Dass die Idee, die vor 3 Jahren entstanden ist, heute 1:1 Wirklichkeit geworden ist, das ist für mich schon, was Growmotion ausmacht und was es sehr magisch macht für mich. Kannst du darüber sprechen, was das ist, wie das zustande kam? Weil es scheint ja eine deiner größeren Projekte zu sein, wirtschaftlich. Growmotion ist ein Herzensprojekt mit einer riesigen Funktion und dafür musst du auf jeden Fall viel Liebe mitbringen. Denn am Anfang war das Risiko so groß, dass du natürlich manchmal sagst so, wow, wir sind so ein großes Risiko gegangen. Also vorneweg, Haji Sia, wahnsinnig, was die Jungs auf die Beine gestellt haben. Und dann gehst du natürlich online mit einer der modernsten Anlagen Europas, die einzige 3-stöckige Anlage. Und du willst auf jeden Fall den medizinischen Markt angreifen, aber musst erstmal, weil es ja noch nicht legalisiert ist in Deutschland und du noch nicht den Zugang zu THC hast, also die Lizenz, musst du erstmal CBD anpflanzen und somit erstmal das Spiel von hinten aufrollen. Und das haben wir gemacht. Und dann sind wir halt auf viele Geschichten gestoßen, weil viele andere Firmen Scheiße gebaut haben. Und da hatten wir erstmal den Rucksack an von anderen Leuten, die Scheiße gebaut haben und mussten die ganze Zeit Erklärungsarbeit abliefern. Und haben halt jeden Tag Content gebracht aus der Halle, damit wir jeden Tag unseren Finger heben
dass wir echt sind. Uns gibt es. Die Halle gibt es, uns gibt es und das ist alles real life. Denn viele Leute haben vorher so eine große Scheiße gebaut, dass sie die Menschen abgezockt haben mit so einem Thema und es gab sie nicht. Zum Beispiel jetzt Juicy Fields zum Beispiel. Und da haben wir die ersten 6 Monate erstmal die ganze Zeit Content geliefert. Uns gibt's. Schau, Rundgang hier, Rundgang da. Und jetzt ist es bei den Menschen in den Köpfen drin. Jetzt nach 1,5 Jahren, nachdem wir online gegangen sind, ist es auch so, dass es wurde dekriminalisiert. Deutschland ist am Durchdrehen. Wo gibt es Coffeeshops? Wo werden die Dinger eröffnet? Die Social Clubs? Wann bekommen die Apotheken das und das? Wir bekommen jetzt in den nächsten, ich hoffe, 2,5 Monate bekommen wir die Lizenz für THC. Dann rüsten wir innerhalb von ein paar Tagen unsere ganzen Hallen und beliefern die Apotheken. Also wir haben nichts zu tun mit den Parks oder irgendwelchen Tütchen an den Ecken oder an den Cornern. Bei uns geht es wirklich um das Medizinische, weil ich ganz genau weiß, was für Vorteile dieses Business hat, aber in der anderen Seite auch, was für Vorteile das Thema Cannabis hat. Und ich sehe Cannabis als ein Produkt, was den Menschen zugänglich gemacht werden muss, aber auch erklärt werden muss. Das bedeutet, du brauchst Aufklärungsarbeit. Menschen, die Clusterkopfschmerzen haben, die Rheumabeschwerden haben, die übelste Krankheiten haben, können damit geholfen werden. So. Und das ist absoluter Fakt. Ich habe letztens einen Mann kennengelernt, der hat einen maßgeschneiderten Anzug wie du. Der sah wirklich sehr gut aus, mashallah. Ich habe gedacht, was macht der bei uns in der Firma? Weil wir hatten an dem Tag so einen Rundgang und der saß da. So, haben wir uns kennengelernt, das und das. Und auf einmal hat er mir Videos gezeigt. Das war ich vor 3 Jahren. Der Mann konnte nicht gerade laufen. Er hat gestottert, aber auf einem Level, das glaubst du gar nicht. Plus, er hat Zitteranfälle gehabt. Und sein Vater hat ihn überall zu allen Ärzten genommen. Haben alles probiert. Nichts hat geholfen. Er war wirklich ein gebrochener Mann sozusagen. Irgendwann hat der Arzt dann neben dem Vater gesagt, dann lass uns doch jetzt mal Cannabis ausprobieren. Da hat der Vater gesagt, was, mein Sohn soll Drogen nehmen? Da hat der Sohn gesagt, ja, lass doch wenigstens ausprobieren, vielleicht bringt's was. Er selbst hat ja noch nie geraucht, hat mit sowas keine Berührung oder so. Hat der Vater gesagt, so, nein, mein Sohn nimmt keine Drogen. Irgendwann hat der Sohn gesagt, komm, ich probiere das mal. 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Der Mann läuft gerade, er redet mit seinem Vater gerade, er entscheidet selbst, was er heute macht und wo er hingeht, ohne dass er einen Zitteranfall bekommt. Sein Vater sieht ihn, weint und umarmt ihn und sagt so, mein Sohn ist ein Mann geworden und es tut mir leid, dass ich dir das verwehren wollte. Denn es hat dir geholfen. Er hat einfach einen gesunden Mann vor sich. Und das sind die Augen von einem Vater, der das so gesehen hat. Und ich habe richtig Gänsehaut gehabt, weil der konnte keinen Satz also ohne Stottern rausbringen, ohne dass die Leute gesagt haben, ist in Ordnung, ist okay. Also sie wollten ihn auch nicht überfallen, indem er reden muss, sondern wenn man Anstand hat, sagt man, ja, alles gut. Weißt du? Hat er mir auch so erklärt. So. Das hilft ja sogar gegen so Tourette und sowas, ne? Meine ich ja. Das ist wirklich krass. Das hat er gehabt. Das hat er gehabt. Okay. Mit Spuckanfällen und alles. So. Das ist ja auch nicht schön. Also man muss die Vorteile ganz klar differenzieren zu den negativen Dingen. Auf keinen Fall in deiner Pubertät oder gerade wenn du zu einem Mann heranwächst, dass du damit in Berührung kommen musst. Das ist ja manchmal unumgänglich, ja, weil viele Freunde das vielleicht machen. Aber wie man konsumiert und wann man konsumiert, ich glaube, das ist das Wichtige, was man den Leuten erklären muss. Und ich bin der absolute Freund davon, absolut, seit Tag 1 stehe ich dafür. Cannabis, medizinisch, über Apotheke, Arzt, schick dich dahin und dahin. Also ich bin nicht für die anderen Wege. Und ich habe viele Freunde gehabt, die Cannabis so konsumiert haben, dass sie sehr geschwächt in den Tagesablauf gegangen sind,
fast schon eingeschränkt, weil sie jede 2 Stunden irgendwo am Corner stehen mussten, drehen mussten. Das hat denen wirklich sehr viel Zeit weggenommen. Und so viel dazu immer zu einem Depri-Anfall geneigt haben. So. Und gar nicht mehr so in die Potte kamen. So. Und mich hat das schon immer so sehr beeindruckt, wie die so tief fallen können, obwohl sie voll die krassen Charaktere sind. So. Aber wiederum habe ich andere Menschen gesehen, die voll kreativ damit waren. Und so. Es hat, glaube ich, einfach damit zu tun, was ein Typ du bist. Und du musst einfach begleitet werden. Und dafür sind die Ärzte jetzt da. Schwierige Frage, aber was sagt dein Vater zum Beispiel dazu heutzutage? Ich habe das Thema, bevor ich die Firma gegründet habe, Promotion mit Haji Sia, habe ich das Thema erstmal für mich behalten, bis kurz vor der Eröffnung des ersten Raumes, wo ich dann wusste, okay, es ist bald soweit. Dann bin ich an meine Eltern herangetreten und habe denen erklärt, guck mal, es sterben jedes Jahr so viele Alkoholtote. Also es gibt keinen Arzt, der dir Alkohol verschreibt, nur damit du weißt. Das ist ja schon mal krass. Aber es gibt Ärzte, wenn die gut geschult sind, die genau wissen, wann sie dir Cannabis verschreiben. Und es hilft dir. Und auf der anderen Seite, wie viele Cannabis-Tote gibt es denn? Also ich glaube 1, 2 im Jahr, die wirklich noch nicht mal am Inhalieren an sich sterben, sondern an Keksen, weil die irgendwie falsch gebacken waren oder so. Also alles, was im Überfluss ist, ist ungesund. Du kannst ja auch 100 Red Bulls knacken am Tag und auf einmal dein Herzschrittmacher geht aus. So, alles, was im Überfluss ist, ist dreckig für den Körper. Und somit musst du auch mit diesem Thema umgehen. Und für mich hat das absolut viel mehr Vorteile als Nachteile. Verstehe. Ja. Hast du noch Fragen, Bro? Also ich wollte einfach nur eine Beobachtung äußern. Ich habe dich jetzt kennengelernt das erste Mal. Es hat uns extrem viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Und mir ist aufgefallen, wenn ich so sagen darf, deine größte Stärke ist wirklich extrem ehrlich zu dir selbst zu sein, was du kannst und was du nicht kannst. Natürlich. Und was du kannst, sind menschliche Verbindungen, die zu bauen, die zu pflegen, die zu hegen und durch den Glauben, Demut, Respekt, diese menschlichen Beziehungen zu pflegen und dann, wir nennen es Backpacking, weißt du, wo man so ein bisschen einfach man hat seinen Themenbereich und dann nimmt man sich einen Experten und fügt dem seine eigenen Fähigkeiten hinzu, aber lässt sozusagen einen Großteil der operativen Arbeit diese Person machen und fokussiert sich auf das, was man so Schön gesehen. kann. Ich habe das Gefühl, das ist so deine Superkraft irgendwie. Das ist das, was ich am besten kann. Menschen zusammenbringen und sogar wenn die dann nicht mehr miteinander klarkommen, umarme ich trotzdem beide. Ja, und was ich auch krass finde ist, und weißt du, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen, auch teilweise jungen Unternehmen zusammen, die manchmal als Geschäftspartner starten und irgendwann sich auseinander leben und dann sich trennen und so weiter und so fort. Was ich sehr, sehr wertvoll finde, ist, was du vorhin gesagt hast, und das versuchen Tarek und ich auch Tag für Tag zu machen, niemals die Intention von deinen Partnern in Frage zu stellen, Ja. ob das negativ oder positiv ist, sondern du gehst einfach pauschal davon aus, 100%. das ist mein Bruder, ich vertraue dem und 100%. ich lasse ihn auch wissen, dass ich ihm vertraue. Und so können die Menschen blühen mit dir gemeinsam. Und das ist echt eine super Kraft. 100%, das ist ein blindes Vertrauen. Also meine Partner, wie ich vorhin genannt habe, jetzt Tawfiq, Hajir, Ashraf vor allem seit 20 Jahren jetzt schon. Ey, ich gehe schlafen und ich weiß, 100%, die geben für dieses Thema in Zusammenhang für uns Hand in Hand, in Kombination, dass es eine familiäre Sache ist, alles. Alles. Ja. Wirklich alles. Also da gucke ich nicht auf eine Insta-Story, ob der gerade ein Steak isst und denke mir, warum ist er nicht gerade im Büro oder so. Also für sowas habe ich keine Zeit. Die Erfahrungswerte zu extrahieren für unsere Audience ist extrem wertvoll. Wir hoffen, dass du Spaß hattest bei dem Interview. Unglaublich. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns auch in Hamburg mal sehen, wenn du mal da bist. Dass Ja, da bin ich des Öfteren. Meine Firmen sind ja auch da in Lüneburg. Ja. Da bin ich sehr, sehr oft. Dann bist du herzlich eingeladen zu Danke uns euch. vor Ort. Wir sind am Elbstrand, da haben wir unsere Büros. Wow. Wenn du mal da bist, dann vielleicht machen wir noch einen Teil 2, vielleicht auch mal eine Pfeife. Ja, cool. Teil 2 und Teil 3 kommt, wie bei Rambo. Sehr gut. Und für alle Leute, die jetzt gerade zuschauen, wir sind hier nicht einfach so in so einem Raum, aber wir werden auflösen, was wir hier gemacht haben. Ihr werdet sehen, was daraus resultiert ist. Wir haben hier was richtig Geiles heute auch den ganzen Tag gemacht. Massiv, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir hatten Spaß, das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall. Und du bist
Auch wenn du kein Schauspieler sein möchtest, du bist ein unfassbarer Schauspieler. Ja, ich war nur laut, das war alles. Ja. Danke euch, meine Brüder, für eure Zeit. War mir eine Riesenfreude und eine Ehre. Sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.